Das erste Jahr in Rente ist für die meisten Menschen das schwierigste ihres Lebens. Nicht das schmerzhafteste, nicht das traurigste, das schwierigste. Und heute erkläre ich dir warum und was du dagegen tun kannst. Du hast jahrzehntelang auf diesen Tag gewartet. Kein Wecker, kein Chef, keine Deadlines, endlich frei. Und dann kommt der erste Montag. Und der ist anders, als du dir vorgestellt hast. Stiller, leerer, als wäre die Welt weitergegangen, ohne dich zu fragen, ob du bereit bist. Aber warum ist das so? Warum fühlt sich Freiheit plötzlich schwer an? Die Antwort überrascht die meisten, weil Arbeit nie nur Arbeit war. Arbeit war 3 Dinge gleichzeitig. Und alle 3 sind von einem Tag auf den anderen weg. Das erste war Struktur. Jeden Morgen wusstest du, wo du hingehst, was dich erwartet, was von dir erwartet wird. Die Woche hatte einen Rhythmus. Der Monat hatte Ziele. Das Jahr hatte einen Plan. Dieser unsichtbare Takt hat dein Leben jahrzehntelang organisiert. Und jetzt ist er weg. Nicht langsam, nicht schrittweise, einfach weg. Und dein Gehirn, das jahrzehntelang in diesem Rhythmus gelebt hat, das steht jetzt da wie jemand, der mitten in einem Satz aufgehört hat zu reden. Aber das ist noch nicht der schwerste Teil. Das zweite war Identität. Wenn jemand dich fragte, wer du bist, was hast du geantwortet? Ich bin Ingenieur. Ich bin Lehrerin. Ich bin Kaufmann. Nicht ich bin neugierig. Nicht ich bin jemand, der gerne draußen ist, sondern der Beruf. Immer der Beruf. Und jetzt, wenn jemand fragt, wer du bist, was sagst du? Ich war früher Ingenieur. Früher. Dieses kleine Wort, das plötzlich zwischen dir und allem steht, was du warst. Das tut weh. Auch wenn man nicht darüber redet. Auch wenn man es sich selbst nicht eingesteht. Es tut weh. Und das dritte, das wird am wenigsten besprochen. Arbeit war Gemeinschaft, Kollegen, Gespräche beim Kaffee, das kurze Gespräch auf dem Flur, Menschen, die jeden Tag da waren, ob du wolltest oder nicht. Das war dein soziales Netz, automatisch, täglich. Und das ist jetzt weg. Man nimmt sich vor, anzurufen, sich zu melden, mal zu treffen. Und dann vergeht ein Monat und noch einer. Und plötzlich dreht sich die Welt weiter, ohne einen. Und genau hier, an dieser Stelle, machen die meisten den einen Fehler, der alles schwerer macht, als es sein müsste. Sie warten. Sie denken, es wird schon besser. Ich muss mich nur gewöhnen, es braucht halt Zeit. Aber warten ist keine Strategie. Zeit alleine heilt nicht, was man nicht aktiv angeht. Was wirklich hilft, ist nicht warten. Was wirklich hilft, ist verstehen, was gerade passiert. Denn was du erlebst, hat einen Namen. Identitätsverlust. Nicht Krankheit, nicht Schwäche. Der natürliche Schmerz von jemandem, der jahrzehntelang wusste, wer er ist und das jetzt neu herausfinden muss. Und neu herausfinden, das klingt bedrohlich, aber es ist eigentlich eine Einladung. Denn hier ist die Wahrheit, die die meisten erst nach dem ersten Jahr verstehen. Das erste Jahr in Rente ist nicht das Ende von etwas. Es ist der Anfang von etwas. Die Frage zu stellen, die du dir in den letzten Jahrzehnten nicht erlauben konntest. Was will ich eigentlich? Nicht, was erwartet man von mir? Nicht, was braucht die Familie? Nicht, was sagt der Chef? Was will ich? Für viele ist das erste Mal im Erwachsenenleben, dass sie diese Frage wirklich stellen können. Und das ist nicht nichts. Das ist alles. Also, was tust du mit diesem ersten Jahr? Erstens, gib dir Zeit, ohne dich dafür zu bestrafen. Die Lehre ist kein Zeichen, dass etwas falsch mit dir ist. Es ist ein Zeichen, dass du im Übergang bist. Übergänge sind unbequem. Das ist normal. Zweitens, baue neue Struktur auf. Nicht die alte. Eine neue, die dir gehört. Nicht dem Job. Dir. Ein fester Spaziergang am Morgen. Ein Kurs, den du anfängst. Ein Projekt, das du schon immer wolltest. Es muss nicht groß sein. Es muss nur regelmäßig sein. Dein Gehirn braucht Rhythmus. Gib ihm einen neuen. Drittens,
Suche aktiv nach Verbindung. Warte nicht darauf, dass jemand anruft. Ruf an, schreib, geh hin. Einsamkeit im ersten Rentenjahr entsteht nicht, weil niemand da ist. Sie entsteht, weil die automatischen Verbindungen wegfallen und man nicht aktiv neue aufbaut. Das ist jetzt deine Aufgabe. Viertens, und das ist das Wichtigste: Fang an, dich neu kennenzulernen. Was macht dir heute Freude? Was würdest du tun, wenn niemand zuschaut? Was hast du immer aufgeschoben, weil keine Zeit war? Jetzt ist Zeit. Das erste Jahr in Rente ist schwer, aber es ist auch das ehrlichste Jahr. Das Jahr, in dem die Rollen und Masken wegfallen. Das Jahr, in dem du zum ersten Mal seit langer Zeit einfach du sein kannst. Nicht Mitarbeiter, nicht Vorgesetzter, nicht Funktionär. Einfach du. Und du, das ist mehr als genug. Wie war dein erstes Jahr in Rente? Oder stehst du gerade davor und weißt nicht, was dich erwartet? Schreib es in die Kommentare. Ich lese jeden Einzelnen. Und wenn du verstehen willst, warum sich die Rente generell so falsch anfühlt, dieses Video hier erklärt genau das.